Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von ScalaWorks das Sync Mount. Wir sind große Fans von ScalaWorks Montagen. Wir haben euch ja schon ein Video von der Leap Mount gezeigt hier auf der AR15, doch darum geht es heute nicht, denn wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt, wir reden heute über Schrotflinten. ScalaWorks hat nämlich nicht nur für AR15-Systeme mit dem Leap Mount etwas gebaut, sondern es gibt auch Kimme und Korn, es gibt auch inzwischen für Zielfernrohre Montagelösungen und für Schrotflinten. Haben wir uns gedacht, das schauen wir uns mal näher an, das ist sehr interessant und spannend, denn bei einer Schrotflinte ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, was zu optimieren, gerade auch, wenn ich sage, ich will vielleicht nicht auf die Picatinny-Schiene aufbauen, sondern die Picatinny-Schiene einfach ersetzen. Und genau das hat ScalaWorks mit dem Sync Mount gemacht. Ich lege mal kurz hier die Puste beiseite. Das ist nämlich alles, was ihr eigentlich braucht, um eure Optik zu montieren. Gibt es in verschiedenen Varianten von Sync 1 bis 4 für zum Beispiel die Benelli M2, M4, für die Super Eagle, für Mossberg, für die Remington 870. Also etliche Schrotflintenmodelle können hiermit abgebildet werden, wo ihr dann von verschiedenen Optiken auch entsprechend montieren könnt. Zum Beispiel Trijicon RMR oder aber auch natürlich Holosun, nutzt ja auch die RMR-Plattform, oder Aimpoint oder was auch immer ihr entsprechend auf der Seite noch an kompatiblen Optiken findet. Jetzt seht ihr hier schon, das ist irgendwie sehr, sehr wenig und genau darum geht es auch bei ScalaWorks immer, möglichst massiv Gewicht einsparen und trotzdem die maximale Stabilität leisten. Wenn ich diese Montage jetzt hier mal wiege, dann schauen wir mal, das sind 15 Gramm. Also das ist wirklich... Das ist nix. Also 15 Gramm das ist wirklich Wahnsinn für eine Montage. Wir wiegen gleich nochmal, wenn wir hier die Picatinny-Schiene abmontiert haben, die Picatinny-Schiene, um mal den Vergleich zu haben. Aber ansonsten, das ist alles, was ihr braucht. Eure Optik obendrauf, keine Montage dazwischen, was natürlich dann nochmal einen zweiten Nebeneffekt hat, der sehr positiv ist. Das zeigen wir euch aber dann, wenn es montiert ist. Was ich übrigens noch nicht erwähnt habe, die Mount ist aus 7075 T6 Aluminium, also auch nochmal wirklich eine deutliche Steigerung zu anderen Herstellern, die ebenfalls leichte Montagen anbieten. Was kriegt ihr denn alles im Lieferumfang enthalten? Ihr habt hier die Verpackung, da habt ihr auf der Rückseite auch entsprechend schon die Montageanleitung mit dabei, denn da gibt es ein kleines Special, was wir euch gleich zeigen wollen. Ebenfalls mit dabei gleich das entsprechende Werkzeug, hier auch sehr edel, direkt schon als Bitaufsatz für euer bestehendes Werkzeug und 3 verschiedene Schraubensets. Das Schraubenset A ist wahrscheinlich für das Trijicon RMR direkt gedacht. Wir haben jetzt ja hier ein Holosun, das heißt, die brauchen wir in dem Fall nicht. Und dann habt ihr noch die Schrauben B und C, die braucht ihr jetzt einmal als Plattformmontage für die Plattform und einmal nochmal, um die Plattform selbst auf der Waffe zu fixieren. Das zeigen wir euch jetzt einmal kurz im Live-Mitschnitt. Das heißt, einmal hier als allererstes das Holosun entsprechend runterschrauben von der Waffe. Hier müsst ihr natürlich das Holosun entsprechend von der eigentlichen Picatinny-Montage trennen. Dazu einfach oben die beiden Schrauben lösen. Die verwenden wir dann auch wieder anstelle der A-Schrauben. Warum wir das so machen, erzähle ich euch auch gleich. Dann können wir das beiseite legen. Jetzt müssen wir natürlich bei der M4 hier die Picatinny-Schiene lösen. Davor, ganz wichtig, immer gucken, dass die Waffe auch entladen ist. Wir haben uns schon hier von der Sicherheit überzeugt. Das heißt, wir können direkt loslegen. Schrauben jetzt hier einmal entsprechend
die Schrauben runter. Die brauchen wir nicht mehr. Jetzt wollten wir aber nochmal wiegen, was das ganze System denn hier im Gewicht schon mal im Vergleich ist. Hier haben wir natürlich jetzt noch die Schrauben dabei, wobei das können wir auch gleich nochmal simulieren. Das sind 45 Gramm inklusive der Schrauben. Jetzt nehmen wir hier nochmal das und packen von mir aus mal noch die Tütchen dazu. Dann hatten wir ungefähr dasselbe. Ja, komm, ich lege auch nochmal die drauf. Sind ja heute mal nicht so. Da sind wir bei 20 Gramm, also auf 21 Gramm. Also auf jeden Fall schon mal leichter das ganze System als die Picatinny-Schiene. Hier seht ihr, haben wir jetzt 5 Gewindelöcher, um entsprechend die Montage drauf zu packen. Wenn ich jetzt hier die Scalaworks nehmen würde und schaue, habe ich nur 2. Dann machen wir es einfach drauf und haben die anderen hier nicht genutzt. Nee, Freunde, so denkt Scalaworks nicht. Denn wenn ihr hier mal genau auf der Unterseite schaut und auch die Anleitung zur Rate gezogen habt, habt ihr hier nochmal 2, ja, ich nenne sie mal Bajonettverschlüsse. Das heißt, die Montage wird hier entsprechend aufgeschoben. Ja? Das heißt, wenn ich einen Blick in die Anleitung geworfen habe und hier das auch mal nebendran halte, sehe ich, ich muss im Prinzip diese beiden Löcher hier nutzen und dort die B-Schrauben verwenden. Genau das machen wir jetzt mal. Ich habe hier für euch mal die B-Schrauben montiert. Ihr seht auch, die stehen ein Stück heraus. Genauso soll es ja auch sein. Denn irgendwo muss ja hier auch entsprechend die Bajonetthalterung eingreifen können. Im nächsten Schritt montieren wir die Optik auf die Plattform, auf die Sync-Plattform. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn natürlich muss man hier auch bei der Schraubenlänge aufpassen, dass es nicht zu lang ist. Das ist nämlich genau der Grund, warum wir nicht die A-Schrauben nehmen. Die sind nämlich hier deutlich länger als die von Holosun mitgelieferten. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal die von Holosun und probieren das einmal aus. So. Das heißt, die schrauben wir hier einmal rein. So, und die zweite. Und jetzt könnt ihr nämlich hier auf der Unterseite sehr schön sehen, dass hier die Schrauben nicht aus dem Gewindeloch herausstehen. Und das wäre mit den längeren Schrauben hier der Fall. Und da die Montage so press auf der Waffe sitzt, hättet ihr wahrscheinlich dann das Thema, wenn ihr es jetzt so drauf sliden würdet, dass ihr vielleicht eure Waffe verkratzt. Oder aber, wenn ihr es erst nachher, wenn ihr die Optik erst nachher auf die Montage geschraubt hättet, dass ihr dann hier auf der Waffe oben entsprechend Kratzer reingemacht habt. Deswegen vorher ausprobieren, dass es passt. Und jetzt können wir eigentlich die Optik auf die Waffe schieben. Hierzu setze ich jetzt einfach die Optik entsprechend auf die Waffe und schaue, dass ich hier die entsprechenden Löcher richtig treffe. Genau, das rastet dann auch schon. Und jetzt kann ich das sanft nach hinten schieben. Jetzt seht ihr schon, hat das schon eine sehr, sehr gute Stabilität, weil es ja einfach durch diese Bajonettverriegelung schon entsprechend genormt ist. Und jetzt könnt ihr hier die C-Schrauben nehmen und die entsprechend hier noch reinschrauben. Und damit habt ihr dann eine wunderbar schöne flache Mount, die auch noch einen kleinen Benefit mit sich bringt, den wir euch jetzt gleich zeigen, sobald diese Montage hier abgeschlossen ist. So. Und damit habt ihr die Sync Mount auf eurer Waffe montiert, was nicht nur die schönste, leichteste und flachste Lösung ist, sondern euch dadurch auch nochmal ermöglicht, dass ihr Kimme, Korn und den Red Dot in einer Linie, nämlich gesynkt, schießen könnt. Daher kommt auch der Name. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Sache. Wie gesagt, gibt es für Mossberg, Benelli und Remington. Bei der Remington muss man noch dazu sagen, das hier ist zum Beispiel eine der ältesten Remington 870s, die es am Markt gab. Das heißt, die hatte noch keine Vorrichtung, entsprechend Gewindelöcher. Da müsst ihr natürlich dann mit dem Büchsenmacher sprechen, dass der euch entsprechend da ein paar Gewindebohrungen setzt. Aber auch da, wie ihr seht, sehr, sehr schöne Lösung. Das heißt, egal ob klassisch oder modern, mit der Sync Mount seid ihr auf jeden Fall top bedient. Schießt ihr Schrotflinte? Nutzt ihr Rotpunktvisiere darauf? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn dem so ist, dann legt euch auf jeden Fall die Sync Mount zu. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye bye.